Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen, mit dem ihr in eCam Live animierte Overlays mit einem durchsichtigen Hintergrund und Audio, also Sound, einbauen könnt. Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Ja, ihr habt es sicherlich schon gesehen, wenn ihr in eCam Live eine Animation mit Soundeffekte einbauen könnt, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder läuft das alles in schwarz, also ohne durchsichtigen Hintergrund, oder es läuft ohne Sound. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Also, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier gerade den Demo-Modus aktiviert. Ich habe hier ein File vorbereitet, ein MOV-File. Ich habe in Final Cut Pro einfach einen kleinen Effekt, ein Text, ein Bild mit Sound ausgestattet und mit Alpha Channel exportiert. Und das sieht dann so aus. Also hier seht ihr, es ist durchsichtig und hier habe ich Farbflecke, ein Herz und Audio-Sound eingebaut. Und jetzt möchte ich das eigentlich auch hier in eCam zeigen, aber großes Problem. Wenn ich es jetzt nämlich einfach dieses File nehme und einbaue, ihr kennt ja das, ich gehe hin, hier, dann wähle ich hier dieses File aus. Dann habe ich die Möglichkeit Add Animated Overlay oder Full Screen with Audio. Nehmen wir mal Animated Audio Overlay und dann seht ihr, was gerade passiert. Also ihr seht, ich habe wohl hier ein durchsichtiges File, also den Effekt, das Video läuft, aber es hat keinen Sound, kein Audio, nichts, ich höre nichts. Da ist es kein Beschiss, ich habe hier nichts rausgenommen, es geht wirklich nicht. Nun, wenn ich jetzt das Ganze einfach als Video einspiele, kann ich auch machen. Ich habe hier eine leere Szene vorbereitet und wenn ich jetzt da nochmal das auswähle, hier Play Fullscreen with Audio, dann seht ihr, was passiert. Also, das Video wird abgespielt, aber es ist nicht mehr durchsichtig. Also ich bin hier unten als PIP angezeigt und nicht hinten oder hinter dem Effekt. Und das ist natürlich sehr, sehr mühsam. Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich bringe natürlich kein Video ohne einen Lösungsvorschlag und den habe ich natürlich auch in diesem Fall. Und zwar hat Google vor ein paar Jahren ein neues Video-File-Format entwickelt, das sogenannte WebM-Format. Mit dem kann man nämlich das Ganze machen. Und heute zeige ich euch, wie ihr ein Video-File, also MOV, MP4 in WebM umwandeln könnt mit einem transparenten Hintergrund und auch natürlich mit Audio. Also so könnt ihr eure Effekte, eure Animationen auch ein bisschen aufpeppen. Und zwar könnt ihr das mit einem schönen Gratis-Tool machen, das ich euch heute zeigen möchte. Und wie ihr hier sehen könnt, es heißt Shutter Encoder. Mit dem könnt ihr das machen. Einfach shutterencoder.com und dann habt ihr dieses File, das ihr hier herunterladen könnt. Es gibt es natürlich für Windows und natürlich auch für Macs, was vor allem für uns eCammer sehr interessant ist. Einfach herunterladen und dann installieren. Und sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr natürlich nur noch das Programm aktivieren. So, also ich habe jetzt dieses Programm geöffnet. Wie ihr hier sehen könnt, es ist sehr übersichtlich dargestellt und als erstes wähle ich jetzt mein File aus mit dem durchsichtigen Hintergrund und der Animation und dem Audio. Also ich gehe hin. Ich habe es jetzt ausgewählt, hier Winner 2, das ist ja dieses File, das ich vorhin abgespielt habe. Und jetzt kann ich hier unten unter Funktion auswählen, was ich gerne haben möchte. Und jetzt müsst ihr genau aufpassen, und zwar, ich muss dieses VP9 Protokoll auswählen und jetzt seht ihr hier schön, es ist als WebM bereits definiert. Und jetzt wäre es eigentlich fast fertig. Und zwar muss ich jetzt nur noch dem Programm sagen, ja, er soll es umwandeln als MPM, also WebM-Format und aber Alpha Channel aktivieren. Und das muss ich hier unter erweiterte Funktion, kann ich hier Alpha Kanal einschalten. Und jetzt bin ich eigentlich bereits soweit. Wenn ich das gemacht habe, kann ich einfach die Funktion starten. Hier steht natürlich, wo es noch rauskommt, also gleich Quelle, einfach mit dem WebM-Format
gleichen Ordner kann ich natürlich einstellen, wie ich das will oder wie ihr das wollt. Und nachher könnt ihr einfach die Funktion starten. Ja, und jetzt ist es fertig. Ja, und wenn es fertig ist, dann können wir es gleich testen. Ich mache jetzt einfach mal eine neue Szene. Ihr seht, nichts Spezielles. Und jetzt werde ich dieses File einfach hier rüberziehen. Also ihr seht, hallo, alles funktioniert. Ich habe einen durchsichtigen Hintergrund. Man sieht mich also hier rumtanzen. Ihr seht das Overlay hier rumhüpfen und ihr hört den Sound. Das könnt ihr jetzt überall einbauen, egal wo ihr seid. Also wenn ihr jetzt hier die Szene habt, ich dupliziere sie mal kurz zur Sicherheit und dann beam ich dieses File einfach hier rein, einfach rüberziehen, loslassen. Ihr seht jetzt, ihr könnt es auch hier einbauen, ihr könnt es auch verkleinern oder ganz groß machen, wie ihr das gerne haben möchtet. Alles kein Problem. So, ihr habt jetzt gesehen, es ist eigentlich gar nicht so schwer, ein animiertes Overlay zu erstellen mit einem durchsichtigen Hintergrund und Audios und das auch in eCam Live einzubauen. Ich kenne viele Leute, die eCam Live verwenden, die absolute Profis sind mit solchen Effekten. Ich denke da bereits an einen Schweizer Livestreamer, den werde ich hier irgendwann mal einladen, damit er uns sein Geheimnis erzählen kann mit seinen verrückten Overlays. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr eine Frage dazu habt, stellt sie mir unten in die Kommentare. Ich werde sie natürlich wie immer beantworten. Ja, dann gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn euch das Video gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und ja, vergesst meinen Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.